Ein langjähriger Insider packt aus. Die ARD-Tagesschau ist geleakt. Unfassbar, was da zum Vorschein kommt. Über Jahre gesammeltes Material aus dem Innern der Tagesschau. Interne Mails, interne Anweisungen, Abläufe, 1000 Details. Und das ganze Buch mal richtig durchgearbeitet. Das ganze Ausmaß dieser Abgründe war auch mir nicht bekannt. Für euch habe ich das in diesem Video mal zusammengefasst. Bisherige Videos und Interviews dazu kratzen nur an der Oberfläche. Da ist viel mehr dahinter. Der Mann heißt Alexander Teske und kommt selbst aus dem Innersten der ARD. Er war dort 21 Jahre lang vor und hinter der Kamera. Und die letzten 6 Jahre war er Redakteur in zentraler Position der ARD-Tagesschau. Und was er outet und beschreibt, sind im Grunde unglaubliche Manipulationen, Kampagnen, Unterschlagung von Wahrheit und Hass auf die AfD. Hier nur mal eine kleine Einstiegsszene. Ihr erinnert euch, als in Dresden viele Bürger demonstrierten gegen Masseneinwanderung. Da mobilisierten Linksradikale und Extremisten massenhaft dagegen. An der Spitze die Antifa. Und wegen dieser Eskalation wollte die ARD-Tagesschau, die Redaktion sitzt in Hamburg, einen ihrer Redakteure dahin schicken, nach Dresden. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Ihr könnt mich da gar nicht hinschicken. Ja, warum denn nicht? Weil ich doch selbst schon da bin. Ich laufe auf der anderen Seite. Ich laufe doch mit bei der Antifa. Und damit war er entschuldigt, als Teil der Antifa mitmarschieren. Für die ARD-Tagesschau, die ganze Redaktion samt Führung, offenbar kein Problem. Und das, so Teske, war alles andere als ein Einzelfall. Längst nicht nur in Dresden, das gilt auch in meiner eigenen Heimatstadt Hamburg. Wer bei Demonstrationen der autonomen Szene auf der Hamburger Schanze unterwegs ist, trifft dort auch Redakteure der Tagesschau als Teilnehmer. Und als Hamburger erinnere ich mich natürlich besonders genau an die blutigen G20-Ausschreitungen, als die Antifa in meiner Stadt, besonders in der Schanze, hunderte Polizisten verletzte. Das Video habe ich damals selber gemacht. Ich habe mich da unter die Antifanten gemischt. Aber ich hätte mir niemals träumen lassen, dass da ARD-Tagesschau-Redakteure unter den schwarzen Masken sind, die hier marschieren gegen den Staat. Natürlich sind die dann auch dabei, wenn es gegen die AfD geht, wenn da demonstriert wird. Und sie posten das auch in ihren Social-Media-Gruppen. Teske hat auch da Belege gesammelt, wie die Redakteure sich gegenseitig informieren. Und er sagt wörtlich: Meine Kollegen nehmen zahlreich und wiederholt an Demonstrationen gegen die AfD teil und posten dies stolz auf den sozialen Netzwerken, denn sie verstehen ihre Arbeit als Redakteur ausdrücklich als Aktivismus. Politischer Aktivismus der härtesten Art hinter den Kulissen. Wer von den 47 Millionen Zahlern der GEZ-Zwangsabgaben weiß das? Rund 9 Milliarden Euro nehmen die Öffentlich-Rechtlichen ja jährlich an Zwangsabgaben ein. Aber wer ist eigentlich die Tagesschau-Führung, die solchen extrem linken Aktivismus gutiert und für gut findet? Was sind das für Leute? Die Macht liegt weniger bei den Chefredakteuren, die ja nach außen bekannt sind, sondern bei den sogenannten Chefs vom Dienst, abgekürzt CVD, Chef vom Dienst, in der Hamburger ARD-Aktuellredaktion. Diese kennt da draußen fast niemand. Und sie werden in völlig undurchsichtigen Verfahren bestimmt, wie Teske zeigt. Diese Stellen werden niemals öffentlich ausgeschrieben. Das bleibt alles im Zwielicht. Und diese Chefs vom Dienst, die CVDs, das ist ein kleiner Zirkel von etwa 10 Elite-Redakteuren, die vor allem bestimmen, was und wie gesendet wird und was unter den Tisch fällt. Und in der Redaktion haben dann immer 2 CVDs Dienst, von denen einer dann den Hut auf hat. Und die entscheiden abschließend dann über alle Themen, selbst über jedes einzelne Wort der Beiträge. Und sie sind zusammen, diese 10, ein geschlossenes Team, stützen sich meist gegenseitig und sie haben alle sehr ähnliche politische Ansichten links der Mitte. Und Herr Teske beschreibt mal einen dieser mächtigen CVDs, mit dem er jahrelang zusammenarbeiten musste, mal näher.
wie der permanent in schwarzen Kapuzenpullis gekleidet durch die Redaktion läuft mit sogenannten Hoodies, wie die Antifa sie trägt. Als Aufschriften prangt auf diesen Pullis dann vorne drauf zum Beispiel Red Scar. Das ist eine linksradikale Punkband mit Totenkopf und 2 gekreuzten Hämmern. Oder er trägt auf dem Hoodie die Aufschrift der Band Feine Sahne Fischfilet. Nur eine Minderheit in der Tagesschau-Redaktion, zu der Teske gehört, macht bei diesem politischen Aktivismus nicht mit. Sie lässt sich aber wenig anmerken, auch um den Job nicht zu verlieren und dann verbrannt zu sein in der öffentlich-rechtlichen Szene. Diese sehr linke Schlagseite im Innersten, die Teske so aufdeckt, und er zeigt noch viel mehr Beispiele. Diese Schlagseite erklärt dann auch, wie die Tagesschau mit den politischen Themen umgeht, zum Beispiel dem Thema der ungesteuerten Masseneinwanderung und ihren weitenteils ja schlimmen Folgen. All diese terroristischen Anschläge, die Morde, die Messerstechereien, die Clanverbrechen, Islamisten und die furchtbaren Zahlen an Vergewaltigungen, überhaupt diese ganzen fremden Parallel- und Gegengesellschaften, die überall in Deutschland wuchern. Als Teske deshalb einmal gefragt wird, gibt es denn angesichts der aktuellen Sachlage immer noch Vertreter der Willkommenskultur in der Tagesschau? Da antwortete er wörtlich, ja. Und sie sind zu 3/4 in der deutlichen Mehrheit. Teske hat all diese Fälle protokolliert, aus dem Inneren raus, und dokumentiert das. Und manchmal wird es noch zynischer. Als mehrere Afghanen und Iraner in Amberg ein Dorffest überfallen und viele Bürger verletzen, berichten fast alle Medien. Alexander Teske ist an dem Abend wieder der verantwortliche Planer in der Tagesschau. Er will das Thema aufsetzen, doch die CVDs lehnen ab. Mit der Bemerkung, das gehört auf einem Dorffest in der Eifel doch zum Brauchtum. Unglaublich, wie zynisch. Und in der Redaktion darauf Gelächter. Anklage gegen einen bayerischen AfD-Provinzpolitiker. Und Alexander Teske aus dem Innern der Tagesschau erklärt hierzu, nach 6 Jahren Erfahrung mit der Redaktion, unmissverständlich: Das ist kein Zufall. Er sagt, die Chefs vom Dienst, die CVDs, packen Nachrichten mit voller Absicht so zusammen. Daraus soll dann ein gewünschter Erzählbogen entstehen, wie das interne Wort heißt. Dieser Erzählbogen soll dann hier konkret den Zuschauern klar machen, nicht der Islamismus und die Massenmigration sind die wirklichen Probleme in diesem Land, sondern die Rechten und vor allem die AfD. Professor Claudia Kempfert. Bis 2008 war sie Dauergast in der ARD zum Thema Energie, bis sie anfing, den damaligen Bundeswirtschaftsminister Michael Gloß von der CSU zu beraten. Sie saß dann neben ihm auf dem Podium und sprach sich für längere Laufzeiten von Atomkraftwerken aus. Und da war es auch für sie aus, in der ARD plötzlich keine Einladung mehr, gestrichen, sie war keine Expertin mehr. Dann aber plötzlich 2021 hat sie die Position gewechselt gegen Atomkraftwerk, für Klimapolitik, für Grünumbau der Wirtschaft. Und von Stund an war sie wieder gefragte Expertin und häufig gesendet.